Name ist Denk, ich bin der Geschäftsführer der Firma Ecosphere Automation. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Leichtbaurobotik, Mensch-Roboter-Kollaboration. Das ist unser Thema, da sind wir zu Hause, ja, und machen ziemlich coole Projekte. Mit coolen Projekten meint Danny unterschiedlichste Projekte für Kunden, die durch ihre Individualität und Komplexität glänzen. Aber welche Rolle spielt die additive Fertigung? Die additive Fertigung ist bei uns einer der Key-Bausteine in dieser Art von Automatisierungstechnik oder von Maschinenbau. Das heißt, es ist einmal die Komplexität der Bauteile. Da greifen wir mit der additiven Fertigung an und machen hier komplexe Greifwerkzeuge. Das heißt, wir bauen mit der additiven Fertigung in Verbindung mit anderen Leichtbaumaterialien sehr leichte Greiftechnologien, die aber trotzdem sehr stabil sind, was eben im 3D-Druck sehr gut möglich ist. Und durch die Realisierung der hohen Stabilität und der Kombination verschiedenster 3D-Druckverfahren hat Danny schon einiges ausprobiert. Hier mal ein Beispiel. Also hier auch ganz wichtig bei diesem Greifer oder bei dieser Anwendung auch wieder Prototypenphase. Der Kunde hat ein Produkt, das so noch nicht automatisiert wurde. Das ist sehr oft der Fall in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, dass es wirklich neuartige Produkte sind, die man hier bearbeitet, die man hier handelt. Durch das additive Fertigungsverfahren hier haben wir hier extrem schnelle Reaktionszeiten. Das heißt, wir können auf alle Möglichkeiten sehr schnell reagieren, können die Bauteile auch nochmal zerlegen und können die nochmal neu zusammenfügen. Ja. Denn der 3D-Druck ist lange aus dem Hobbybereich herausgewachsen und ermöglicht unzählige professionelle Anwendungen im industriellen Bereich. Wir haben ganz viele Kunden, die total überrascht sind, wenn wir mit 3D-gedruckten Greifern kommen und die funktionieren. Viele kennen das, wie gesagt, nur aus dem Hobbybereich. Wir setzen das professionell ein, wir setzen das professionell um. Und die Standfestigkeit eben gerade bei diesen smarten Roboterzellen ist extrem gut. Und die Ergebnisse sind rucki-zucki da. Hallo Danny, vielen Dank für den Termin. Zeig mir mal hier deine heiligen Hallen. Ich bin gespannt. Mein Name ist Georgios Anastasiades, bin 45 Jahre alt und Sales Development Manager bei der Firma iGo3D. Wir sind ein Full-Service-Anbieter. Darunter verstehen wir, dass wir Beratung, Planung, Schulung bis hin zur Implementierung bei Unternehmen umsetzen. Thema kennen wir ja schon. Leichtbaurobotik ist unser Kerngeschäft. Ja. Hier haben wir eben so zum Beispiel Universal Robots UR5E mit einem dementsprechenden Greifer vorne dran. Hier haben wir jetzt FDM-gedruckte Greifbacken dran, ja, okay, mit dem Multimaker gedruckt. Standardmäßig sind die dabei, das sind so universelle Greifbacken, wo man einfach, wo bei dem Greifer dabei sind, dass man einfach mal kurze Tests machen kann. Man hat hier eben die Möglichkeit, über diesen Quick Changer die Tools abzubauen. Und da das halt standardisiert, nicht immer passt, haben wir jetzt hier eben aus FDM sicher die Kontur, die wir dann hier fahren können für runde Bauteile. In dem Fall sind es Glaszylinder, wo wir hier halten. Haben wir hier ausgedruckt über Nacht, ca. 6 Stunden gelaufen. Nach der ersten Kontaktaufnahme mit der Firma Ecosphere waren wir uns relativ schnell einig, dass die Firma einige Teile des Roboters additiv drucken möchte. Morgen kommt der Kunde vorbei, bringt Produkte mit und dann machen wir hier erste Tests auf unserem Labortisch, wo wir einfach dann die Applikation kurz mal durchspielen, die Teile greifen, wie man es weiterverarbeiten kann. Ja? Und das ist immer so der erste Schuss, die erste, ja, der erste Entwurf immer von einem Greifer. Ja? Also das entwickelt sich immer wieder weiter. Außer manchmal, es war auch schon der Fall, das passt beim ersten Mal. Ja. Okay. Ja. Wenn ihr das gedruckt habt, 5, 6 Stunden hast du gesagt, hat es gedauert? 6 Stunden circa, ja. Wie ist das Verhältnis, was das Thema Kosteneinsparungen angeht? Was für Kosteneinsparungen hattet ihr ungefähr? Ja. Weil es sieht mir ja schon sehr robust aus, sehr stabil. Genau. Und, Kosten ist natürlich die eine Seite, die andere Seite ist Zeit. Ja? Also wir haben Entwicklung, Zeit, die wir hier extrem einsparen können, durch das, dass wir einfach loslegen. Ja? Wir designen anhand von den Produkten oder auch 3D-Modellen von den Kunden, designen wir die Greifbacken, schmeißen es auf den Drucker, am nächsten Tag haben wir es in der Hand, bauen es an und testen das direkt. Ja? Ja. Wenn ich das jetzt vergleiche mit traditionellen Fertigungsmethoden, wir haben keine eigene Dreh- und Fräserei, wir sind ein relativ kleines Unternehmen, was das Thema angeht. Das heißt, wir müssten locker 6, 8 Wochen auf die Teile warten. Alle reden von Industrie 4.0, hier ist es wirklich zum Anfassen. Wir werden hier demnächst roboterisiert Pick and Place machen, sortieren, über fahrerlose Transportsysteme das Ganze dann weiterleiten. Beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend, was ihr so innerhalb von 24 Monaten auf die Beine gestellt habt. Wundert uns selber manchmal. Ein Kumpel von mir hat letztens gesagt,
Das gibt so ein Sprichwort so, an einem Tag arbeitest du nichts, aber in einem Jahr arbeitest du sehr viel. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, das ist tatsächlich so. Also das ist ja, was wir jetzt in 2 Jahren geschafft haben. Wir sind jetzt über 10 Leute schon. Ja. Wir werden nochmal weitere 4 Leute einstellen dieses Jahr. Wir haben für nächstes Jahr schon bis das erste Halbjahr die Auftragsbücher voll. Du siehst, ich grinse nur, es ist durch und durch positive Geschichte. Sehr schön. Es macht einfach mega Spaß. Es ist noch nicht alles super professionell, aber wir geben alles dafür, dass unser Kunde dementsprechend die richtige Lösung hat. Ja. Und bei uns, das ziehen wir dann hinterher. Ja. Also wichtig ist, dass der Kunde happy ist. Ihr seid auf einem richtig guten Weg. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit der iGo3D entschieden, weil wir eben Ultimaker-Fans waren schon im Vorfeld. iGo3D ist der größte Distributor in Deutschland und kennt sich auch mit dem Produkt am allerbesten aus. Das heißt, der Service ist hervorragend. Wir bekommen sofort die richtigen, passenden Antworten. Nicht nur zum Produkt selber, sondern eben auch um das Drumherum. 3D-Druck ist noch eine relativ kleine Familie. Da kann man relativ viel bewegen und das kann man im Netzwerk mit der Partnerschaft eben sehr gut unterstreichen. Zukünftig sehen wir uns schon als Profis in diesem Bereich und könnte mir gut vorstellen, dass wir auch im Metall-3D-Druck dann mal einsteigen und eben noch stabilere, noch bessere Lösungen für die Kunden in der gleichen Schnelligkeit hinzubekommen.